Hallo, liebe kleinen und großen Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin's, euer Erklärbär. Herzlich willkommen zu einer neuen Gute-Nacht-Geschichte. Macht es euch gemütlich, kuschelt euch unter eure Decke, schließt sanft die Augen oder hört einfach nur ganz entspannt zu. Heute begeben wir uns gemeinsam auf eine ganz besondere Reise, nämlich auf die Suche nach dem Ende eines Regenbogens. Die Reise zum Regenbogen. Stellt euch einen hübschen kleinen Ort vor, in dem Regen und Sonnenschein gemeinsam auftauchen und so einen schimmernden Regenbogen am Himmel zaubern. Genau dort beginnt unsere Geschichte. Die Sonne schien und doch regnet es leicht, sodass sich ein beeindruckender Regenbogen am Horizont spannt. In einer kleinen, gemütlichen Hütte am Waldrand wohnen 3 Freunde. Mia, eine neugierige Eule, Jonas, ein fröhlicher Fuchs und Leon, ein mutiger Hase. Oh, schaut mal, ein Regenbogen. Ich liebe es, wenn so viele Farben am Himmel leuchten. Glaubt ihr, wir können sein Ende finden? Warum eigentlich nicht? Man sagt doch, dass am Ende eines Regenbogens ein Schatz zu finden ist. Vielleicht ist es Gold oder ein glänzender Stein oder etwas Magisches. Ich habe mal gehört, dass Elfen am Ende eines Regenbogens wohnen sollen. Oder waren es Kobolde? Auf jeden Fall klingt es spannend. Kommt, wir machen uns gleich auf den Weg. Seht ihr, wie begeistert die 3 Freunde sind? Sie haben keine Angst vor ein paar Regentropfen. Und wenn man genau hinschaut, kann man manchmal tatsächlich glauben, dass ein Regenbogen irgendwo auf der Erde beginnt oder endet. In Wirklichkeit ist das eine optische Täuschung. Aber psst, wir wollen den 3 Freunden ja nichts verraten. Für sie ist es ein großes Abenteuer und wir begleiten sie dabei. Mia, Jonas und Leon machen sich auf den Weg. Der Regenbogen scheint ganz nah zu sein, doch während sie laufen, wandert er scheinbar in die Ferne. Ich hätte schwören können, vorhin war das Ende noch hinter dem Hügel dort drüben. Aber jetzt sehe ich ihn weiter hinten, hinter dem nächsten Waldstück. Vielleicht müssen wir durch den Wald laufen. Da ist ein schmaler Pfad, der an den hohen Bäumen vorbeiführt und uns zu einem Bach bringt. Wenn wir dem Bach folgen, gelangen wir bestimmt näher an das Regenbogenende. Na gut, dann nix wie los. Aber lasst uns am Bach ein kurzes Päuschen machen. Ich habe nämlich ein kleines Lunchpaket eingepackt. Möhren für Leon, ein paar leckere Beeren für dich, Mia und ein Stück Käse für mich. Naja, Füchse mögen manchmal auch Käse. Das wird unser Proviant. Siehst du, wie schlau sie sind? Ein Abenteuer verlangt nach Energie und gemeinsam schmeckt es viel besser. Also machen sie sich über den kleinen Waldweg auf und lassen sich vom Regenbogen leiten, der immer ein Stückchen weiter zu wandern scheint, während sie näher kommen wollen. Nach einer Weile erreichen die 3 Freunde tatsächlich einen kleinen Bach. Das Wasser glitzert und die Tropfen erzeugen ein angenehm sprudelndes Geräusch. Endlich, eine Pause. Meine Pfoten tun schon ein bisschen weh. Hier, greif zu. Ich habe auch an eine Flasche Wasser gedacht. Wir können uns etwas erfrischen, bevor wir weiterziehen. Hört ihr die Vögel zwitschern und wie das Wasser uns zuflüstert? Ich habe das Gefühl, wir sind schon nah dran. Der Regenbogen leuchtet dort oben immer noch so schön. Sie setzen sich ins weiche Moos, teilen ihr Proviant, lachen und plaudern über das, was sie am Ende des Regenbogens finden könnten. Mia vermutet schimmernde Edelsteine, die in allen Regenbogenfarben funkeln. Jonas hofft auf eine kleine Zauberkugel, die Wünsche erfüllt. Leon träumt von einem sagenhaften Goldtopf, von dem er mal in einem Bilderbuch gehört hat. Manche sagen, dass am Ende des Regenbogens etwas ganz Besonderes liegt. Doch was es wirklich ist, das werden wir erst noch herausfinden. Doch denkt daran, manchmal kann es genauso spannend sein, gemeinsam unterwegs zu sein, als das Ziel selbst zu erreichen.
Nach ihrer wohlverdienten Pause wandern die drei weiter. Doch es dauert nicht lange, bis sie auf eine alte Schildkröte namens Helene treffen, die gemütlich auf einem moosbewachsenen Felsen sitzt. Na, ihr drei jungen Abenteurer, wohin des Weges? Hallo Helene. Wir wollen zum Ende des Regenbogens. Wir glauben, dass dort ein Schatz auf uns wartet. Ein Schatz, sagst du? Ich habe in meinen vielen Lebensjahren schon einige Regenbögen gesehen und viele Tiere getroffen, die dasselbe vorhatten. Aber ich verrate euch etwas. Den wahren Schatz kann man oft nicht in einem Topf finden. Vielleicht werdet ihr verstehen, was ich meine, wenn ihr dort ankommt. Weißt du, wo wir langgehen müssen? Wir sehen den Regenbogen, aber immer wenn wir glauben, wir sind nah dran, rückt er wieder ein Stückchen fort. Helene zeigt langsam mit ihrer Vorderpfote auf einen Pfad, der zwischen zwei großen Bäumen hindurchführt. Versucht es da entlang. Doch denkt daran, das Wichtigste ist, unterwegs die Augen offen zu halten. Danke, Helene. Wir werden uns deine Worte zu Herzen nehmen. Manchmal treffen wir auf solche weisen Begleiter im Leben, die uns einen Ratschlag geben können oder uns daran erinnern, worauf es wirklich ankommt. Unsere drei Freunde sind noch jung und voller Tatendrang. Da kann es hilfreich sein, die Ruhe einer alten Schildkröte zu hören und ein wenig achtsamer zu sein. Die drei folgen Helenes Rat und gelangen in einen Teil des Waldes, in dem das Licht sanft gedämpft ist. Alles wirkt geheimnisvoll. Hier und da sprießen bunte Blumen und der moosige Boden fühlt sich unter ihren Pfoten und Krallen ganz weich an. Auf einem Ast oberhalb des Weges sitzt ein Specht namens Pablo und klopft eifrig an der Baumrinde. Als er die Freunde bemerkt, lässt er von seiner Arbeit ab. Guten Tag, liebe Waldwanderer. Wo geht die Reise hin, wenn ich fragen darf? Hallo Pablo. Wir sind auf dem Weg zum Regenbogenende. Vielleicht hast du es auch gesehen, das strahlende Farbenband da oben am Himmel. Pablo lacht und nickt. Ich sehe es. Aber wisst ihr, ich kenne schon lange ein Geheimnis. Bunte Farben sind überall, wenn man genau hinsieht. Schaut euch zum Beispiel diesen Wald an. Ja, er ist grün, aber seht ihr die kleinen Blüten, die in rosa, gelb und violett am Boden leuchten? Und das Rot in meinem Federkleid? Oft ist der Regenbogen schon um uns herum, nur wir nehmen es nicht immer wahr. Du hast recht. Wenn man so drüber nachdenkt, ist unser Wald tatsächlich ganz bunt. Danke für die Erinnerung, Pablo. Der Specht hat einen klugen Hinweis gegeben. Manchmal suchen wir nach etwas Außergewöhnlichem in weiter Ferne. Dabei übersieht man leicht, wie schön es direkt vor unserer Nase ist. Doch unsere drei Freunde wollen weiterziehen. Sie sind ja schon so neugierig. Nach einer weiteren Weile lichten sich die Bäume wieder. Der Regen lässt allmählich nach und die Sonne strahlt nun heller. Der Regenbogen ist noch immer zu sehen und unsere drei Abenteurer glauben nun ganz nah zu sein. Schaut, hinter diesem letzten Hügel scheint das Regenbogenende zu liegen. Seht ihr, wie die Farben dort in der Wiese verschwinden? Die drei spurten los. Mias Flügel flattern vor lauter Vorfreude, Jonas wedelt mit seinem buschigen Schwanz und Leon macht große Sprünge über die kleinen Löwenzahnwiesen. Als sie oben auf dem Hügel ankommen, sind sie außer Atem und mustern neugierig die Stelle, an der sich die Farben mit dem Boden zu vereinen scheinen. Doch Da ist ja gar kein Topf aus Gold, keine Zauberkugel, nicht einmal ein Funkeln oder Glitzern, nur Gras und Erde. Vielleicht ist der Schatz woanders vergraben. Wollen wir anfangen zu graben? Oder gibt es vielleicht gar keinen Schatz, wie wir dachten? Sind wir zu spät gekommen? wir müssen gar nicht traurig sein, liebe Zuhörer. Oft ist es so, dass man das Regenbogenende nicht wirklich greifen oder festhalten kann. Das ist nun mal das Wunder eines Regenbogens. Doch hören wir mal zu, was passiert, wenn unsere drei Freunde einen Moment lang innehalten. Während Mia, Jonas und Leon sich ratlos umsehen, lässt die Sonne plötzlich die Wassertropfen um sie herum in winzigen Regenbögen aufblitzen. Eine leichte Brise streift ihr Fell und Gefieder.
Sie sehen sich an und ein Lächeln breitet sich auf ihren Gesichtern aus. Wisst ihr was? Auch wenn wir keinen Goldtopf oder funkelnde Edelsteine gefunden haben, wir hatten doch trotzdem ein richtig schönes Abenteuer, oder? Ja, wir haben so viel gesehen, so viel Neues gelernt und wir haben gemeinsam Spaß gehabt. Mir kommt es fast vor, als hätten wir den Regenbogen schon dabei entdeckt. Tatsächlich fühlte es sich auf dem Weg oft an, als wären wir vom Glück begleitet. Wir haben Helene und Pablo getroffen, zusammen gelacht, uns gegenseitig geholfen. Irgendwie ist das viel wertvoller als alles Gold der Welt. In diesem Moment legt sich ein besonders heller Lichtschein über die Wiese und für einen kurzen Augenblick sieht es fast so aus, als würde sich direkt neben ihnen ein winziger Regenbogen bilden. Die Farben tanzen leicht im Wind und verschwinden dann. Habt ihr das gesehen? Das war ja wirklich magisch. Vielleicht war genau das der Schatz. Dieser Augenblick, den nur wir hier gemeinsam erlebt haben. Den kann uns keiner nehmen. Nach diesem rührenden Moment machen sich die 3 Freunde auf den Rückweg. Der Regenbogen ist inzwischen schwächer geworden, doch in ihren Herzen leuchtet er umso stärker. Unterwegs treffen sie noch einmal Helene die Schildkröte, die zufrieden lächelt, als sie ihre strahlenden Gesichter sieht. Na, habt ihr gefunden, wonach ihr gesucht habt? Ja, haben wir. Wir haben zwar keinen Goldschatz entdeckt, aber dafür etwas viel Wertvolleres. Freundschaft und wunderschöne Erinnerungen. Genau das ist es, ihr 3. Möge dieser Schatz euer Herz stets warm halten. Und so endet die Reise zum Regenbogen. Unsere 3 Freunde haben erkannt, dass der wahre Schatz nicht in Goldtöpfen oder Edelsteinen liegt, sondern in den gemeinsamen Erlebnissen und den besonderen Augenblicken, die man teilt. Wenn ihr nun eure Augen schließt und an etwas Schönes denkt, werdet ihr vielleicht selbst einen kleinen, bunten Regenbogen in eurem Herzen sehen. Liebe Kinder und liebe Eltern, ich hoffe, ihr habt die Reise zum Regenbogen genauso genossen wie Mia, Jonas und Leon. Manchmal jagen wir einem Ziel hinterher, das scheinbar unerreichbar ist, nur um festzustellen, dass die wahren Schätze des Lebens in den gemeinsamen Momenten und im Miteinander liegen. Nun ist es Zeit, euch in die Welt der Träume zu verabschieden. Vielleicht träumt ihr heute Nacht ja selbst von bunten Regenbögen, vom sanften Rauschen eines Baches und vom Lachen eurer besten Freunde. Ich wünsche euch eine wundervolle, erholsame Nacht. Schlaft schön, träumt süß und denkt immer daran, das Schönste an einem Abenteuer ist oft der Weg dorthin und die Freunde, die euch begleiten. Gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Wenn der Regen auf die Erde fällt und die Sonne sich dazu gesellt, dann erscheint am Himmel weit ein Regenbogen, bunte Zeit. Wir folgen ihm mit frohem Mut, der nirgendwo da vorne ruht. Ein Schatz so schön, so wunderbar, kommt mit, wir sind uns fast schon nah. Lauf mit mir, komm, sei dabei, wir reisen durch die Welt ganz frei. Hoch die Pfoten, Flügel weit, auf ins bunte Regenzeit. Denn der größte Schatz, den du je findest, liegt nicht am Ziel, nein, wenn du's spürst. Es ist die Freundschaft, die uns bleibt, die Herzen strahlen weit und breit. Durch den Wald und übers Feld, die Farben tanzen auf der Welt. Plätschernd fließt der kleine Bach, die Reise macht uns alle wach. Der Wind, er flüstert leis und sacht, der Weg ist schön, gib gut Acht. Zusammen lachen, springen
die Herzen strahlen weit und breit. Und wenn die Sterne leuchten gehen, schließen wir die Augen schön, träumen von der bunten Pracht, bis die Sonne wieder lacht. Der Regenbogen bleibt im Herz, voller Freude, ohne Schmerz. Denn was wir heute hier erkannt, ist wertvoller als Gold am Rand. Schlaf jetzt ein, träum ganz sacht, morgen wartet neue Pracht. Gute Nacht.